Ich grüße euch, meine lieben Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, bei euch ist alles gut. Aufgepasst! Heute im Video habe ich zwei besondere Gäste von Nubert. Und zwar die Nubert A125 Aktiv-Lautsprecher. Da werden wir doch heute im Video mal gucken, was die so können, was sie nicht können und ob sich ein Kauf möglicherweise für euch lohnt. Also viel Spaß dabei. Los geht's, euer Speaker Schocker. Aber kurz eine kleine Geschichte zu den A125. Keine Sorge, wir machen jetzt hier keinen Geschichtsunterricht. Wie kam es überhaupt zu diesen Lautsprechern? Nubert hat sich gedacht, bei den meisten Flachbildfernsehern, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden, ist der Ton mehr schlecht als recht. Also wurden Aktivlautsprecher immer beliebter und Soundbars sowieso, die gehen ja weg wie warme Semmeln. Das Problem ist allerdings, nicht jeder hat Platz für so eine Soundbar oder einen Schrank, wo man diese draufstellen kann. Da hängt der Fernseher, was weiß ich, schön an der Wand, aber ein Platz für eine Soundbar ist nicht unbedingt gegeben. Und für Musikliebhaber ist so eine Soundbar meistens auch nicht so unbedingt das Nonplusultra. Denn die Soundbar, die ist ja meistens so breit wie das Fernsehgerät an sich oder ein bisschen schmaler. Und da ist jetzt stereomäßig jetzt nicht ganz so das Geilste. Da hat sich der Nubert gedacht, pass auf, wir bauen einfach hier ein aktives Stereo-Pärchen im Master-and-Slave-Verfahren, dass wir dann einfach auch den Fernsehton ein bisschen aufpeppen können, aber auch ordentlich Musik damit hören können, weil wir können die Lautsprecher einfach mal weiter auseinanderstellen, wie es eine Soundbar in der Regel ist. Und jetzt schauen wir uns die Teile doch einfach mal genauer an. In dem Paket von Nubert sind nicht nur zwei Lautsprecher, sondern der Nubi darf nicht fehlen. Ein 3 Meter Lautsprecherkabel ist dabei. Ein schön langes Stromkabel-Euro-Stecker, damit es auch direkt digital losgehen kann, ein Lichtleitkabel. Eine Fernbedienung. Junge, hört gar nicht auf, wohl. Zwei magnetische Abdeckungen mit Stoff bezogen, damit die Membranen geschützt sind vor kleinen Kindern, die diese gerne eindrücken, so wie es in der mitgelieferten Bedienungsanleitung beschrieben ist. Aber ey, wenn ihr Fragen habt, gar kein Problem. Schreibt diese doch gerne unten in die Kommentare und dann lösen wir eure Probleme dann einfach gemeinsam. Und wenn dir das Video bis hierhin schon gefällt, dann kannst du das gerne schon mal mit einem Daumen nach oben quittieren und den Kanal ein Abo dalassen, wenn du das noch nicht getan hast. Das wäre wirklich muah. Das Zwei-Wege-Bassreflexsystem besteht hier aus einer 25 mm Seiden-Hochtonkalotte, geschützt hinter einem Metallgitter, und einen 118 mm Tiefmitteltöner. Mehr haben wir an der Front erstmal nicht. Hier haben wir noch den Empfänger für das Infrarotsignal der mitgelieferten Fernbedienung und etwaige LEDs, zu denen wir gleich noch kommen. Auch hier bei dem anderen Lautsprecher haben wir keine Möglichkeit, irgendwas einzustellen. Die Steuerung funktioniert über die Fernbedienung. Der gesamte Lautsprecher hat eine Höhe von 24,5 cm, eine Tiefe mit dem Abdeckgitter von 21 cm und eine Breite von 13,5 cm. Gewicht bringt dieser Lautsprecher hier 3,7 Kilogramm auf die Waage und der ohne der eingebauten Technik 3,3 Kilogramm. Und da wir hier schon von Technik sprechen, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Und hier ist es auch schon. Hier ist der Verstärker eingebaut, beziehungsweise es ist nicht ein Verstärker, es sind 4 digitale Endstufen mit 4x25 Watt und 4x50 Watt maximal. Anschlüsse haben wir hier, wie ich finde, für einen einfachen stereoaktiven Lautsprecher wirklich reichlich. Wir haben hier Bluetooth, wir haben hier digital HDMI, digital optisch, digital koaxial. Dann haben wir noch einen Subwoofer-Ausgang für aktive Subwoofer. Das ist schon mit einer Trendfrequenz von 80 Hertz geregelt. Das ist schon mal in Ordnung, alles gut. Und analogen Eingang haben wir auch noch. Bluetooth, habe ich Bluetooth schon erwähnt, haben wir hier auch. Dann haben wir hier den Anschluss für den Stromadapter und den Anschluss für den zweiten Lautsprecher, den man dann einfach via mitgeliefertem Kabel anschließen kann. Das ist ganz einfach, falsch kann man das gar nicht machen. Das mitgelieferte Kabel ist wie gesagt 3 Meter lang, aber man kann auch zusätzlich noch ein 5 Meter Kabel ordern oder ein 7 Meter Kabel ordern und dann sollte das, glaube ich, für jeden ausreichen. 7 Meter Kabel wüsste ich jetzt auch nicht, da muss man schon einen großen Raum haben. Das Ganze wird hier noch ordentlich verschraubt und macht wirklich einen hochwertigen Eindruck.
Wir sehen, hinten haben wir die Bassreflexöffnungen. Das ist in Ordnung, aber bei wandnaher Aufstellung sollte man schon aufpassen, denn dann hört man wirklich starke Strömungsgeräusche, wenn der Lautsprecher wirklich nah an der Wand steht. Die mitgelieferte Fernbedienung ist jetzt hier kein High-End, aber wirkt auch nicht so wie eine billige Dreingabe. Wir haben ja ganz klar den Ein- und Ausschalter, der den Lautsprecher aus dem Standby ausschaltet. Einen richtigen Ausschalter hat das Ganze leider nicht. Dabei hat der Lautsprecher praktischerweise sogar eine Ein- und Ausschaltautomatik. Wenn wir hier über Analog oder Bluetooth reingehen, dann schaltet er sich nach maximal 20 Minuten ohne Signal aus. Bei den digitalen Anschlüssen geht das Ganze sogar noch relativ fix. Wenn dann kein Signal mehr anliegt, schaltet er sich relativ schnell in den Standby-Bereich. Kommt dann wieder ein Signal, schaltet der Lautsprecher sich dann auch wieder ein. Dann haben wir hier noch die Mute-Funktion. Die Quellenwahl können wir eingeben, die vorne dann durch die LED signalisiert wird durch unterschiedliche LED-Farben. Und unten hat das Ganze auch noch Gummifüße, damit das Ganze hier auch schön stabil steht. Dann haben wir noch die Taste für den Bluetooth-Mode, lauter, leiser, und zwei voreingestellte DSP. Einmal für den, ja, ich sag mal, Movie-Liebhaber und einmal für den Musikliebhaber. Was das bewirkt, hören wir gleich uns mal im Soundcheck genauer an. Aber es ist so, dass wenn wir zum Beispiel die Movie-Taste drücken, dass dann zum Beispiel die Bühne etwas erbreitert wird, dass mehr Stereo-Effekte, dass die ein bisschen besser rüberkommen sollen. Soweit die Theorie. Einen Frequenzgang gibt der Hersteller von 50 bis 22.000 Hertz an. Da wollen wir gleich mal gucken. Und wir sehen hier in der Messung, das ist in Ordnung. Man sieht hier, ab 50 Hertz geht das Ganze los, recht stabil. Bei 4 Kilohertz hat es einen Buckel. Und dann nimmt es langsam bei 10 Kilohertz ab und bei 22 Kilohertz geht es dann wirklich ganz nach unten. Und das ist eigentlich in Ordnung. Und wenn man sich jetzt das Tiefton-Chassis mal genauer ansieht, dann sieht man, da muss schon richtig Hübe machen, damit wir hier auch wirklich einen tieferen, knackigen Bass rauskriegen. Und ich finde, hier hat Snowbird richtig schön gelöst. Denn oft ist es so, wenn ein Chassis, ja, ich sag mal, große Hübe machen kann und muss, dann ist das Chassis nicht unbedingt der Liebhaber von Kickbassen oder so. Aber hier hat Snowbird eigentlich einen guten Kompromiss gefunden. Und jetzt haben wir hier schon über Frequenzgang, Bass und Klang geredet. Setzt euch eure Kopfhörer auf, denn ich weiß, ihr wollt was hören. Das klingt doch schon mal recht erwachsen, wenn man überlegt, wie klein der Lautsprecher dann tatsächlich nur ist. Für ein Zwei-Wege-System klingt das Ganze auch wirklich schön knackig und geil. Besonders, wenn man auch wirklich in einem Stereo-Dreieck sitzt, was eigentlich ein totaler egoistischer Platz ist, denn nur da hört man richtig genial. Wenn ihr das Ganze mit Bluetooth verbinden wollt, dann nehmt bitte richtig geile Aufnahmen. Denn habt ihr schlechte Aufnahmen und hört es dann hier mit den Lautsprechern an, dann habt ihr ganz schnell ganz wenig Freude daran, denn die Lautsprecher entlarven jede schlechte Aufnahme sofort. Das hört sich dann beschissen an. Also wenn, dann nimmt es wirklich dann mit Kabel oder gute Lieder oder am besten sowieso digital vom Computer oder sowas. Denn die Anwendungsmöglichkeiten
die sind ja fast grenzenlos. Mit CD-Player anschließen kein Problem, Computer anschließen kein Problem. Auch für den Fernseher alles gar kein Problem, kann man wunderbar nutzen. Und dabei klingt es auch noch richtig gut. Auch im Bassbereich. Klar, es ist jetzt kein riesiger Standlautsprecher, aber das ist schon ganz ordentlich. Und mit 104 Dezibel Lautstärke kann man sogar das Nachbarschaftsverhältnis dann ganz gerne heftig auf die Probe stellen. Groß was zu meckern habe ich so jetzt nicht gefunden, außer dass in manchen Bassbereichen dann doch Strömungsgeräusche zu hören sind. Aber das ist Korinthenkackerei, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist eigentlich schon in Ordnung. Klar muss irgendwo auch der Stift angesetzt werden. Wir können hier nicht alles reinbauen, was man hier für 385 € dann kaufen kann. Aber da der Lautsprecher ja so überall, wo man ihn einsetzen kann, eine gute Figur macht, hätte es mir doch sehr gefallen, wenn noch ein Kopfhöreranschluss da dabei gewesen wäre. Das hätte mir wirklich sehr gefallen, wenn ich dann auf dem Schreibtisch den stehen habe oder wo auch immer, dass ich dann mal eben auch den Kopfhörer anschließen kann und dann so über den eingebauten Verstärker, irgendwie Kopfhörerverstärkermäßig, dass ich da dann auch noch ein bisschen die Musik hören könnte. Denn dann kann ich mir wirklich eine Stereoanlage im eigentlichen Sinne komplett schenken und sparen. Das wäre richtig geil gewesen. Was haltet ihr von den Nurbert A125? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und somit bin ich auch am Ende dieses Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Den Daumen nach oben drücken. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, das haben ja tatsächlich 85% meiner Zuschauer, ihr habt den Kanal nicht abonniert. Was seid ihr denn für welche? Ihr müsst es abonnieren. Das ist geiler, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir bitte gesund und munter, auch in dieser beschissenen Zeit. Und wie gesagt, dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut. Euer Speaker Schocker. Tschüss.